Wenn man die Leute fragen würde, was ihnen zum Thema Bretagne einfällt, würden wahrscheinlich viele sagen, die schroffen Küsten oder das raue Meer. Einige werden vielleicht sagen, die schönen Sandstrände. Oder die kleinen Hafenstädte. Andere wiederum werden vielleicht sagen, die zahlreichen Leuchttürme. Was aber wahrscheinlich alle sagen werden, das schöne bretonische Wetter. Mit diesen Vorstellungen im Kopf ging es an die Planung meiner Tour durch die Bretagne. Doch so eine Planung ist gar nicht so einfach. Wo soll die Tour entlang führen? Durch welche Städte fährt man? Welche Sehenswürdigkeiten nimmt man mit? Welche lässt man weg? Das war eine schwierige Entscheidung. Doch nach langer Recherche stand die Tour dann fest. Start wäre in Dinard bei Saint-Malo. Die Tour würde in 5 Etappen einmal gegen den Uhrzeigersinn durch die Bretagne führen. Aber zunächst heißt es Koffer packen, Auto beladen und dann ab in die Bretagne. Halt! Stopp! Das hier, das ist wohl eher Wunschdenken. In der Realität sieht das eher so aus. Wie gesagt, die Tour und somit auch die erste Etappe beginnen in Dinard. Gleich nach dem Start gelangt man schon in das nächste Departement, Côte d'Armor, die Smaragdküste. Über mehrere größere und kleinere Buchten gelangt man dann zum Cap Fréhel mit seinem imposanten Leuchtturm. Danach geht es entlang der Küste in Richtung Saint-Brieuc, die einzige größere Stadt auf dieser Etappe. Nach Saint-Brieuc folgen mehr oder weniger große Steigungen, die führen durch das Landesinnere, durch schöne kleine Orte wie zum Beispiel Pontrieux. Und schließlich führt die Tour dann vorbei an Perros-Guirec bis zum Etappenziel Ploumanac an der Rosa Granitküste. Schönen guten Morgen aus der Bretagne, genauer gesagt aus Dinard. Und jetzt geht's endlich los. Die Bikepacking-Tour durch die Bretagne. Leider ist der Wetterbericht nicht ganz so prickelnd. Wird wohl heute ohne Regen gehen, aber der Tag 3 und 4 abwarten. Kann sich auch hier schnell ändern. Gut, das ist geplant, jetzt müssen wir durch. Ob mit oder ohne Regen, ist halt die Bretagne. Aber heute sieht es gar nicht mal so ganz schlecht aus. Die Wolkendecke ist nicht komplett geschlossen und es soll gegen Mittag auch sogar ein bisschen sonnig werden. Jetzt gehe ich erstmal zur Bäckerei, noch ein paar Croissants besorgen und dann geht's los.
für heute noch etwa 40 Kilometer und zwar am Kap Fréhel. Das ist schon eine Augenweide. Ein bisschen Glück habe ich auch, ein bisschen weite Sicht und das ist die Richtung, die ich jetzt gleich muss, Richtung Saint-Brieuc. Ich hoffe, der Wind kommt ein bisschen schräg von hinten die Küste runter, dann habe ich ein bisschen Glück und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und schon wieder auf einem Trail. Eigentlich wollte ich das vermeiden. Ich dachte, das hätte ich auch. Aber irgendwie wohl doch nicht. Und schon wieder ein Trail. Das gibt's gar nicht. Aha. Dann war es eine gute Abkürzung. Ja, war kurz. Ich nehme alles zurück. Der zweite Tag beginnt in Ploumanac. Nach etwa 20 Kilometern kommt man nach Lannion. Kurz darauf passiert man bereits die Grenze zum Finistère, dem nächsten Departement. Die einzige große Stadt auf dieser Tour ist Morlaix mit seinem eindrucksvollen und unübersehbaren Viadukt. Nach Morlaix geht es durch die Pays de Léon, einer eher einsamen Gegend, bis man auf die Städte Plabennec und Saint-Renan stößt. Nach Saint-Renan geht es dann langsam in Richtung Küste. Bei Le Conquet geht es dann der Küste entlang bis zum Tagesziel der Pointe Saint-Mathieu. Schönen guten Morgen. So, zweiter Tag.
Habe gestern zum Schluss jetzt nicht mehr gefilmt, weil es war einfach viel zu viel Verkehr und viel zu viel Touristen. War jetzt auch nicht so sonderlich schön. Bin jetzt heute Morgen losgefahren, bin seit etwa einer Stunde unterwegs. Die ersten 20 Kilometer habe ich schon. Bin jetzt in Lannion. Ziemlich schönes Städtchen. Da unten muss ich durch und da hinten wieder rauf. Und dann geht es wieder Richtung Morlaix. Geht hier gerade steil runter in Morlaix, runter zum Hafen. Und das Problem ist, das geht nachher alles wieder rauf, auf der anderen Seite. Jetzt bin ich in Morlaix eigentlich angekommen, bin hier unten im Hafen, wie man sieht. Jetzt muss da wieder hochgehen irgendwo. Das Coole ist, hier darf man über die Schleuse gehen. Das wäre bei uns in Deutschland undenkbar. Aber hier darf man rüber. Das ist cool. Und da ja eine der beiden Schleusentore immer zu ist, gibt es immer eine Möglichkeit für rüber. Mann, Mann, Mann. Ich habe wirklich ein Talent für solche Wege. Eigentlich habe ich darauf gar keinen Bock. Andererseits fahre ich jetzt schon seit, keine Ahnung, 40 Kilometer irgendwo durch die Landschaft, ohne dass da irgendwas kommt. Wenn mal eine Ortschaft kommt, dann ist die Jens wieder ausgestorben. Als hätte man die evakuiert. Ich sehe jetzt noch ungefähr 30 Kilometer bis zum Ziel. Ich hoffe doch, dass man nach etwa 20 Kilometer endlich die Küste sieht. Dass ich ein bisschen mehr Moral habe. Ich bin gerade ziemlich am Tiefpunkt. Immerhin kommt jetzt mal die Sonne ein bisschen raus. Die ganze Zeit war es ziemlich bewölkt. Ab und zu haben wir so ein bisschen Niesel. Nichts Schlimmes. Aber naja. Der dritte Tag beginnt an der Pointe Saint-Mathieu und führt zunächst entlang der Küste bis nach Brest. Soweit der Plan. Doch an diesem Tag lief es alles andere als geplant. Schönen guten Morgen.
Ja, es kam, wie es kommen musste. Heute ist dann Regentag angesagt. Bretagne halt. Das Problem ist, ich werde wahrscheinlich noch halbwegs trocken bis Brest kommen und dann ist heute Mittag aber wirklich Land unter angesagt. Also mehr Regen geht gar nicht mehr auf der Skala von meiner Wetter-App. Jetzt bin ich wirklich am Überlegen, ob ich die ganze Strecke mache mit dem Fahrrad. Alternativ könnte ich ab Brest den Zug nehmen und ein Stück runterfahren und noch den Rest dann mit dem Fahrrad fahren. Weil bei den Regenmengen und Gegenwind, ich glaube, das soll nicht sein. Aber ich fahre jetzt mal bis Brest und dann werde ich mir das mal ansehen, wie das mit dem Zug funktioniert. Ja, schauen wir mal, was da so kommt heute. Immer etwas Positives abgewinnen muss, sehe ich das jetzt auch mal so. Der Wind bis Brest ist fast immer von hinten, immerhin. Ich bewege mich jetzt in östliche Richtung dem Golf von Brest entlang. Und die andere Sache ist, es sind keine Touristen unterwegs. Bei dem Scheißwetter ist ja auch kein Wunder, ne? Ja, jetzt sind es noch wahrscheinlich 20 Kilometer bis Brest. Ein Drittel habe ich jetzt etwa. Ja, schauen wir mal. Jetzt bin ich in Brest angekommen, also ich bin jetzt Anfang vom Hafen. Ich werde jetzt den Teufel tun und da filmen oder fotografieren, weil der erste Teil ist militärisches Sperrgebiet. Und ich glaube, wenn ich da Fotos oder ein Video mache, dann ist die Reise gerade beendet. Muss jetzt nicht sein. Jetzt fahre ich mal rein nach Brest und sobald ich am Militärhafen vorbei bin, werde ich ja wieder Fotos machen, ein bisschen filmen. Die Odyssee hat jetzt hoffentlich ein Ende. Also ich bin in Brest am Bahnhof gestrandet, weil jetzt hat es richtig angefangen zu regnen. Jetzt kommt wirklich hier der Himmel runter und das soll jetzt noch schlimmer werden in den nächsten 2 Stunden. Bin jetzt auf dem Weg nach Quimper und von dort aus sind es dann noch 20 Kilometer auf La Voie Verte bis nach Pont-l'Abbé, meinem Tagesziel, meinem eigentlichen Tagesziel. Und das Coole ist, wie so oft, hat man unerwartete Begegnungen. Also ich habe jetzt am Bahnhof noch 2 Bikepacker getroffen, ein Ehepaar. Sie ist Engländerin, er ist hier aus der Bretagne und wie der Zufall es so will, er ist aus Pont-l'Abbé. Und ja, die machen jetzt den gleichen Weg wie ich. Wir sitzen jetzt alle 3 hier im Zug mit unseren Fahrrädern und fahren nachher auch gleich die gleiche Voie Verte zusammen bis Pont-l'Abbé. Also ein Happy End für den Tag. In Quimper angekommen, ging es mit meinen beiden Begleitern zunächst etwas durch die Stadt und dann auf der Voie Verte, zuerst entlang des Flusses, später auf einer alten Eisenbahnstrecke in Richtung Pont-l'Abbé. Jetzt sind wir raus aus Quimper auf der Voie Verte. Es geht erst am Fluss entlang und später dann auf der alten Eisenbahnstrecke. 20 Kilometer, da bin ich an meinem Tagesziel angekommen. Regen lässt jetzt auch nach. Eigentlich ziemlich perfekt.
Wenn man bedenkt, wie es heute Morgen angefangen hat, ganz gut. Der 4. Tag beginnt in Pont-l'Abbé. Nach einigen Kilometern erreicht man den kleinen Fischerort Benaudet, bevor es dann in die größere Hafenstadt Concarneau geht. Nach Concarneau verlässt man die Küste, um in den kleinen Künstlerort Pont-Aven zu gelangen. Von Pont-Aven aus geht es in Richtung Lorient, doch bevor man nach Lorient kommt, passiert man bereits die Grenze in das Departement Morbihan. In Lorient setzt man dann mit dem Schiff nach Port-Louis über, um sich den Umweg über die Rade de Lorient zu ersparen. Nach Port-Louis geht es weiter in Richtung Auray zum Golfe de Morbihan. Und schließlich geht es dann zum Tagesziel nach Vannes. Schönen guten Morgen aus Pont-l'Abbé. Hab gestern Abend das nicht mehr gefilmt nach der Regentour. Ich wollte nur noch duschen und mich warm anziehen. War gestern genug. Ja, habe eigentlich Nacht gut geschlafen. Und da die Herberge, in der ich bin, kein Frühstück bereitet, war ich noch in der Bäckerei. Und jetzt geht es der Küste entlang, Morbihan, in Richtung Vannes. 150 Kilometer mit Rückenwind. Und hoffentlich zwischendurch auch mal ein bisschen Sonnenschein. Im Moment ist noch ein bisschen bewölkt, aber es ist ganz gut gemeldet für heute. Ich bin jetzt wieder auf einer Bois Verte, wieder eine ehemalige Eisenbahnstrecke. Heute Gott sei Dank ein bisschen trockener als gestern. Das war ja gestern eine Schlammschlacht. Ja, hier geht es ganz gut. Und dann hoffe ich, dass auch gleich die Sonne ein bisschen rauskommt. Sieht ganz gut aus. Gab gerade noch kurz einen Nieselregen. Die habe ich für eine Kaffeepause genutzt.
habe ich etwa die Hälfte der Tour, bin jetzt so bei 76 Kilometer, ein bisschen mehr als die Hälfte und bin jetzt auf dem Weg nach Lorient. Das ist bekannt für die U-Boot-Flotte im Zweiten Weltkrieg, aber ich fahre jetzt in den Hafen rein und nehme da ein Schiff. Das spart mir den Umweg über den Golf von Lorient. So, jetzt bin ich am Hafen von Lorient. Ja, sieht gerade sehr schön. Macht aber nichts, weil, wenn alles klappt, sollte ich jetzt eigentlich da hinten jetzt so ein Schiffchen nehmen und auf die andere Seite fahren, nach Pointe-Sainte-Catherine. Das erspart mir halt den Umweg um die ganze Rande von Lorient, etliche Kilometer. Ich werde mal mein Glück versuchen, ob das mit dem Schiff funktioniert. So, jetzt hatte ich richtig Glück gehabt. Zur Pointe-Sainte-Catherine ist kein Schiff mehr gefahren, aber Port-Louis. Und das sind beides zwei vorgelagerte Inseln im Golf von Lorient. Macht für mich jetzt keinen großen Unterschied. Ich hatte vorher schon überlegt, hierher zu fahren, bin dann doch auf Sainte Catherine umgeschwenkt vorher. Ja, ich passe jetzt die Route in Komoot ein bisschen an, macht jetzt keinen Umweg, ist jetzt kein Problem. Ja, Lorient ging jetzt besser als gedacht. Hat schon so ein bisschen Gefühl von Pariser Vorstadt, aber ich bin ganz gut durchgekommen. Kleine Straßen und Fahrradwege direkt zum Hafen, perfekt. Und das Schiff stand direkt da, abfahrbereit, perfekt. Ja, jetzt geht's weiter und dann Richtung Vannes. Das sind noch etwa 60 Kilometer. Der 5. und letzte Tag beginnt dann in Vannes. Zunächst geht es ins Landesinnere über mehr oder weniger große Steigungen, bevor man dann auf den Canal de Nantes à Brest stößt. Diesem folgt man, bis sich der Kanal und die Voie Verte, einer ehemaligen Eisenbahnstrecke, kreuzen. Der Voie Verte folgt man dann vorbei an Ploermel in Richtung Saint-Méen-le-Grand. In Saint-Méen-le-Grand ist man für kurze Zeit bereits im Departement Ille-et-Vilaine, bevor man es dann wieder verlässt durch das Departement Côte d'Armor. Weiter geht es dann in die kleine Hafenstadt Dinant am Ufer der Rance. Von dort aus geht es die letzten Kilometer wieder auf einer Voie Verte in Richtung Dinant.
dem Etappenziel und damit auch dem Ende der Reise. Ja, die ersten 10 Kilometer habe ich, halbe Stunde. Es geht jetzt durch Landesinnere, quasi von Atlantikküste bei Vannes zur Ärmelkanalküste nach Saint-Malo nach. Im Moment spielt das Wetter ganz gut mit. Heute Nacht hat wohl geregnet, ist alles ein bisschen nass. Zwischendurch ist die Sonne mal draußen. Der Wind kommt leicht von hinten rechts, ist okay. Könnte sein, dass in der Mittagszeit noch mal eine Dusche kommt. Jetzt bin ich am Canal de Nantes à Brest angekommen. Topografiemäßig habe ich das Schlimmste hinter mir, wobei so schlimm war es gar nicht. Jetzt geht es ein bisschen gemütlicher weiter, nur noch leicht auf und ab. Dem Kanal würde ich jetzt noch ein klein bisschen folgen, nicht allzu weit, weil er geht ja von Ost nach West, beziehungsweise West nach Ost. Und ich habe ja meine Route von Süd nach Nord, also nur ein paar Kilometer. Ja, jetzt mache ich hier noch ein Päuschen, weil das ist voll die Location für eine Pause. Und dann geht's weiter. An der Küste mit allem drum und dran, Steigung, noch und Löcher, Gegenwind, Regen, bin ich echt froh, heute mal so ein bisschen einen chilligen Tag zu haben. Außerdem muss man sagen, in Bretagne ist ja nicht nur Küste, also hier ist Landesinnere ist auch schön. Und ich bin jetzt hier vielleicht so 20, 30 Kilometer westlich von der Hauptstadt Rennes. Der Übergarten ist wohl jetzt vorbei fürs Erste. Ich komme jetzt gleich auf eine Eurovelo, ich weiß nicht welche. Und es gibt leider bald keine andere Möglichkeit. Also fahre ich jetzt hier die Abkürzung. Ja, so geht's auch, aber dann müsste ich jetzt irgendwie auf die Schienen, das wird ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich bleibe hier auf der Straße. Ist auch ziemlich laut. Bis Dinant schreibt mir Komoot jetzt noch 22 Kilometer, also maximal eine Stunde. So wie es jetzt im Moment rollt, sogar eher noch weniger. Und dann werde ich dort wahrscheinlich die letzte Pause machen. Dann sind es nämlich von Dinant bis Dinard zum Endziel auch noch H20. Und habe gerade mit meinem Vater telefoniert, falls er es schafft.
kommt dann mit dem Fahrrad entgegen und dann fahren wir die letzten Kilometer sogar noch zusammen. Er ist jetzt nicht motorisiert, so wie ich, und hat ein bisschen weniger Trainingskilometer an den Beinen als ich, um besser zu sagen, keine. Aber für die letzten Kilometer wird es schon reichen. Wenn nicht, ich habe noch ein bisschen Akkuladung, dann schiebe ich ihn noch ein bisschen. Jetzt geht es hier raus aus Dinant, noch einmal knackig den Berg hoch und dann geht es auch gleich auf die Voie Verte. Das ist die ehemalige Eisenbahnstrecke Dinant-Dinant. Das sind 23 Kilometer, also eine Stunde. Und dann war es das mit der Bretagne-Rundfahrt. Ja, 5 Tage gehen doch schnell vorbei. Am Anfang denkt man, Mist, was hatte ich da wieder für eine Idee? Das schaffe ich im Leben nicht, aber irgendwie geht es dann doch immer. So, jetzt hat ja wirklich noch in der letzten Stunde noch angefangen zu regnen. Also nochmal Regenjacke raus, weil ein bisschen mehr als Tröpfeln. Ja, letzte Stunde Regenfahrt. Dann denke ich auch, kommt mein Vater wahrscheinlich nicht raus. Da werde ich das Ding wohl auch alleine zu Ende bringen müssen. Ja, jetzt ist er doch noch gekommen, hätte ich nicht gedacht. Jetzt machen wir die letzten 15 Kilometer noch zusammen. Lässt jetzt auch langsam der Regen nach. Gott sei Dank. So, jetzt haben wir noch 6 Kilometer bis zum Ziel. Mein Vater gibt jetzt gerade Gas. Er hat ziemlich schwer im Hintern. Dem fehlen die Trainingskilometer. Deshalb will er sich jetzt beeilen. Geschafft. Zum Atlantik heute Morgen, zum Ärmelkanal in einem Tag. Hat man auch nicht jeden Tag. Mein Fazit zu dieser Reise: Die Bretagne ist vielschichtiger als man denkt. Keine Küste gleicht der anderen, kein Strand gleicht dem anderen. Und jede Stadt hat ihren eigenen Charme. Und wenn mal gerade kein Kanal und keine Voie Verte zur Verfügung steht, empfehle ich die kleinen Straßen, die mit C beginnen. Sie führen oft durch schöne Landstriche mit wenig Verkehr. Also worauf warten? Fahrrad einpacken, ab in die Bretagne und los geht's.
Aber eins bitte nicht vergessen, die Regenkleidung. Bis dann.